Es ist kaum zu glauben, dass dieser Riesenstrauch vor ein paar Jahren so angefangen hat. Wenn ihr auch so einen prächtigen Lavendelstock in eurem Garten haben wollt, dann ist er ganz einfach zu bekommen, wenn ihr ihn nämlich vegetativ vermehrt. Und wie das geht, zeige ich euch heute. Hallo bei Hennenglück im Biogarten. Heute sind wir bei den Gartenarbeiten und wir werden unseren Lavendel, der hier im Gewächshaus gewachsen ist, versetzen. Denn hier ist zu wenig Platz, hier möchte ich gerne Tomaten anpflanzen und den Lavendel, den werde ich an eine andere Stelle setzen. Außerdem muss ich ihn zurückschneiden. Hier seht ihr, sind noch die Blüten vom letzten Jahr teilweise dran, die kommen weg. Und dann zeige ich euch, wie ihr aus den Zweigen, die ihr jetzt vom Lavendel abschneidet, ganz einfach neue Lavendelbüsche vermehren könnt. Bleibt dran! Mit Grabegabel, Schaufel, Schweiß und Dreck habe ich es geschafft, diesen Lavendel aus der Erde zu holen und jetzt kommt er an seinen neuen Platz. Vor ein paar Jahren haben wir 2 Lavendelstecklinge links und rechts in den Folientunnel gepflanzt, damit sie durch ihre Blüten Insekten anlocken. Jetzt sind sie wirklich zu groß. Der eine steht schon an Ort und Stelle, den zweiten verpflanze ich jetzt und dort hinten können sie sich dann weiter ausbreiten. Hier ist also die Stelle, hier habe ich schon ein schmales Beet vorbereitet, ein bisschen Kompost auch dran gemacht. Hier war bisher Wiese, Unkraut, Gestrüpp und jetzt soll hier eine schöne Lavendelhecke werden. Dann wollen wir mal ein Loch ausheben. Hier im Wurzelbereich hat sich was eingeschlichen. Hier sieht man es, ich rieche es auch, das ist Minze, die sich überall verbreitet bei mir. Die muss ich auch noch ein bisschen eindämmen. Die pflanzen wir jetzt nicht mit ein. Ich schaue einfach, dass ich die Wurzeln rausbekomme. So. Einen einigermaßen großen Wurzelballen habe ich mit rausgestochen und das nimmt mir die Pflanze vielleicht eine Weile übel, aber dann wird sie wieder wachsen. Ich hoffe es zumindest. Ich werde euch berichten. Wenn der Lavendel so ausufernd wächst, dann kann es sein, dass Zweige direkt am Boden aufliegen und Wurzeln schlagen. Und im Grunde ist das hier eine neue, lebensfähige Pflanze. Wir können die also jetzt abschneiden und in einen Blumentopf geben, ein bisschen gießen und schon, naja, nicht so schön, aber die kommt noch. Und schon haben wir eine neue Pflanze. Das ist die eine Art, Lavendel zu vermehren, vegetativ. So, auf dieser Seite war der Strauch an der Wand des Folientunnels. Das passt jetzt auch gut zum Zaun. Und so werde ich ihn einpflanzen. Der erste schweißtreibende Teil dieser Arbeit ist geschafft. Meine neue Lavendelhecke ist an Ort und Stelle. Ich werde sie in den nächsten Wochen im Auge behalten, damit immer genug Wasser da ist und ich sicher bin, dass sie auch gut anwächst. Und jetzt kommen wir zum zweiten Teil, den ich euch versprochen habe. Aus den abgebrochenen Zweigen dieser Pflanze werden wir neue Pflanzen machen, neue Lavendelsträucher machen, indem wir sie vegetativ vermehren.
Die eine Pflanze, der Wurzelsteckling, die praktisch an der Mutterpflanze schon Wurzeln ausgebildet hat, die können wir ganz einfach in ein Töpfchen mit Blumenerde stecken. Schauen, dass die Wurzeln ausgestreckt sind. Gut andrücken, gießen und beobachten, wachsen lassen. Und schon haben wir einen neuen Lavendel. Das zweite sind die Stecklinge, also die Vermehrung durch Zweige, und die zeige ich euch jetzt. Lavendel braucht keine besonders reichhaltige Erde, er braucht nicht viel Dünger. Im Gegenteil, er hat sogar gerne, wenn es ein bisschen sandig ist. Und sandigen Boden habe ich hier bei mir genug. Ich muss nur darauf achten, dass hier die Wurzeln von Brennnessel und Giersch nicht mit dabei sind. Ich stecke einfach diese sandige Gartenerde in einen etwas größeren Blumentopf ohne Steine. Beim Zurückschneiden der Lavendelsträucher bleiben immer wieder solche Zweige übrig und die können wir sehr gut verwenden, um sie vegetativ zu vermehren. Wir schneiden die einfach ab, entfernen am unteren Ende die Blätter, sodass sie noch einige Zentimeter lang sind, und stecken sie in unseren vorbereiteten Blumentopf. Wir können da gleich mehrere reinstecken. Falls welche nicht wachsen sollten, haben wir noch Ersatz. Außerdem wird die Hecke schöner, wenn gleich mehrere nebeneinander wachsen, also wenn es schon von Anfang an ein bisschen buschig ist. Das sollte ein Zweig vom letzten Jahr sein, also nicht verholzt, sonst funktioniert das Ganze nicht. Die Blätter, wie gesagt, entfernen wir und stecken sie einfach so in die Erde. Einer wie dieser hier ist wahrscheinlich zu klein, der könnte schon gut gehen. Dieser Teil hier ist holzig, den schneide ich weg. Und hier tue ich noch ein paar Blätter abmachen. Und geht schon. Das Ganze gießen wir mit etwas Wasser, nicht zu sehr, und behalten es im Auge. Sollten sie anwachsen, bleiben die Blätter grün. Noch ein bisschen tiefer stecken. Wenn die Blätter beginnen, so wie dieser hier auszuschauen, dann haben sie keine Wurzeln geschlagen und wir können sie einfach entfernen. Jetzt zeige ich euch noch einen solchen selbst vermehrten Lavendelstrauch. Den habe ich das letzte Jahr gemacht, im Frühling. Habe ihn dann im Spätherbst noch einmal umgetopft in einen größeren Topf mit etwas gedüngterer Erde. Und jetzt schauen wir mal, wie die Wurzeln aussehen. Dieser Lavendelstrauch ist bereit, in die Erde gesetzt zu werden. Und sobald er mehr Platz bei den Wurzeln bekommt, wird er auch schön austreiben und wachsen. Was ist dazu noch zu sagen? Diese Stecklinge müssen nicht unbedingt in einem Gewächshaus sein. Das ist hier, bei mir war das Zufall. Und ich würde euch auch raten, wenn ihr das so macht wie wir, dass wir die Stecklinge direkt in die Gartenerde gesteckt haben. Solltet ihr aufpassen, wo ihr sie hinsteckt, denn ihr habt gesehen, wie viel Arbeit das ist, den Strauch rauszubekommen, wenn der erstmal gewachsen ist. Also wenn Pflanzen an Ort und Stelle, dann dort, wo er bleiben kann. Bleibt mir noch zu sagen, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Gebt mir ein Like, wenn euch das Video gefallen hat. Abonniert meinen Kanal Hennenglück im Biogarten. Schreibt mir einen netten Kommentar und seid das nächste Mal wieder dabei. Tschüss und bis bald.